Hallo, heute geht es um Kaffee. Ja, wirklich. Es geht wirklich um Kaffee, nicht nur weil heute Sonntag ist. Nein, ich habe Kaffee eingearbeitet in das Bild, weil der Kaffee hat schon so eine schöne Farbe. Die kann ich gut verwenden, gerade in diesen Rosttönen. Die habe ich dir das letzte Mal vorgestellt, welche Farben du verwenden kannst, wenn du Rost nachempfinden möchtest. Und heute eben eine andere Struktur, nicht den Sand vom letzten Mal oder das Salz, was ich dir auch schon vorgestellt habe. Nein, heute den Kaffee. Ja, wie ich das Ganze jetzt gemacht habe, das zeige ich dir jetzt. Viel Spaß! Ich habe jetzt hier meine hellen Farbtöne für den Rost und trage den erstmal auf die Leinwand auf. Trage noch einen zweiten knalligen Orangeton dazu und trage die Farbe schön dick auf. Ich will den Farbton des Kaffees ja sichtbar haben, deshalb mische ich ihn nicht in die Farbe, sondern ich lege ihn oben drauf. Also er muss jetzt mit dieser dicken Farbschicht haften und das wird nicht so gut funktionieren. Und das ist auch gut so, weil diesen Effekt will ich nutzen. Ich drücke den Kaffee jetzt in die Farbe hinein und danach muss ich das gut trocknen lassen. Wenn ich jetzt ein bisschen Farbe wieder aufnehme, dann ist das nicht schlimm. Dann entsteht schon wieder gleich ein zusätzlicher Farbton und das ist auch gut so. So, jetzt gucke ich, ob das richtig trocken ist und gebe jetzt wieder einen Farbton dazu. Ich kann jetzt dunkler werden, heller werden. Der Rost hat ja so viele schöne Farbtöne. Ich trage einfach die Farbe auf, ein schönes Rot, so ein Sienna-Rot. Und jetzt experimentieren wir hier wieder. Das macht immer Spaß und das ist doch das Schöne und deswegen sieht auch jedes Bild anders aus. Also ich könnte es jetzt nicht nochmal so malen, es wird bei mir beim nächsten Mal wieder anders aussehen. Sprühe einfach Wasser drauf und lass es einfach mal laufen. Lass die Farben ineinander laufen. Und jetzt passiert Folgendes, du wäschst den Kaffee auch wieder frei und zum Teil löst er sich dann auch wieder. Und da gucken wir gleich mal, was das für einen tollen Effekt nochmal wieder gibt. Bei den ersten Farbschichten lernst du immer schön die Eigenschaften der Farbe kennen und auch was jetzt passiert, nämlich ich löse den Kaffee und bekomme den Untergrund wieder zum Vorschein. Das ist so das Schöne an der schlechten Haftung des Kaffees, denn ich kann jetzt hier besondere Effekte einarbeiten und kann danach eben nochmal wieder diese Löcher nutzen, um da den Rosteffekt nochmal reinlaufen zu lassen. Und das probiere ich gleich wieder weiter aus. Lass dich einfach inspirieren. Trag die Farben so in die Löcher ein, lass die Farbe drüber laufen. Die bleibt dann in den tiefen Stellen einfach hängen und läuft dann so über die Löcher rüber. Und das sind schöne Effekte, die entstehen.
Wenn du merkst, dass sich der Kaffee zu sehr löst, dann lass es einmal wieder trocknen und da kannst du in der Zwischenzeit den Rand bemalen oder dir einen anderen Farbton anmischen, oder einfach auch einen Kaffee trinken. Vom letzten Mal auch noch Farbreste in Türkis und Blau und die nutze ich jetzt und trage hier so ein Metallblau auf, so ein dunkles und gebe danach mal ein Türkis dazu, dann entstehen wieder so Mischtöne und die, finde ich, passen immer ganz gut zu dem Rost, eben so Metalltöne. Einfach mal laufen lassen. Ja, hier habe ich gerade gearbeitet und du kannst das Bild gut einfach mit dem Kaffee gleich umsetzen. Die Farben hast du bestimmt da, wenn nicht, nimm ähnliche Farbtöne, ist völlig egal. Hauptsache, du fängst jetzt einfach mal an. Für alle die das Buch haben, hier nochmal der Tipp. Auf Seite 34 und 35 findest du die Übung, wie du Strukturen betonen kannst. Und das kannst du auch gut auf dieses Bild übertragen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen.
ganz viel Spaß heute, einen schönen Sonntag noch und ja, ich freue mich auf deinen Kommentar. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür und danke für dein Like.